Hallo Retro-Freunde und Masters of the Universe Fans. In diesem neuen Video möchte ich euch meine Neuheiten, meine Funde präsentieren, die ich im Bereich Masters of the Universe die letzten Tage bekommen habe. Ja, bevor wir mit den Neuheiten loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit keine Neuigkeiten mehr, die ich hier präsentieren werde. Ja, den Anfang möchte ich machen mit etwas, was ich mir für die dunkle, für die kalte Jahreszeit geholt habe. Das heißt, es bleibt jetzt erstmal OVP, aber es wird ausgepackt und es wird gepuzzelt. Ja, genau, gepuzzelt. Ja, sowas macht man heutzutage auch noch. Und zwar habe ich 2 Masters of the Universe Puzzles bekommen. Ja, ich zeige dir jetzt mal kurz einzeln. Und zwar, mir war gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Habt ihr nur durch Zufall gesehen. Ja, 2 500 Teile Puzzle. Ja. Und das Schöne ist, die Puzzle sind original von Mattel. Es sind Mattel Puzzle. Ja, wie gesagt, 500 Teile. Und wenn man es hier hinten lesen kann, es ist nochmal das Bild, was man zusammenpuzzelt, nochmal als ja, Mini-Poster dabei. Das Schöne ist, diese Puzzle sind neue Puzzle. Die Puzzle sind von 2020. Aber wie man unschwer erkennen kann als Masters-Fan, es sind die Original-Vintage-Artworks. Ja, das heißt, es sind die Originalbilder, die alten Bilder. Und das hat es für mich so besonders gemacht, dass Mattel das ja rausgebracht hat. Wie gesagt, mir war nicht bewusst, dass Mattel Puzzle hat. Ja, beziehungsweise von den Masters of the Universe Puzzle hat. Und was soll ich sagen? Das Stück hat mich 10 oder 11 Euro gekostet. Da konnte ich nicht Nein sagen. Wie gesagt, ich finde es wahnsinnig klasse. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn es eventuell sogar mehr wie diese 2 Motive gibt. Ja, weil ich habe jetzt nur diese 2 Puzzle hier gefunden. Ja, habe noch ein bisschen weiter dann natürlich gesucht. Nachdem ich das erste gesehen habe, habe ich das zweite hier gefunden und mir das geholt. Aber ein drittes Motiv habe ich jetzt nicht. Ja, konnte ich jetzt nicht ausfindig machen. Also wenn ihr davon wissen solltet, dass es noch weitere Motive gibt, schreibt mich mal an, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke mal, ob ich hier noch einen Link finde, wo ich die Puzzle her habe. Es war irgendein Online-Shop, glaube ich. Und dann packe ich den auch noch mit unten in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, für die kalte Jahreszeit, ja, ich puzzle sehr gerne, genauso wie ich halt immer noch Zeitschriften und Comics und so weiter lese. Ja, Puzzeln ist aber irgendwas, ja, wie gesagt, das mache ich halt eigentlich, wenn es draußen dunkel ist, wenn es kalt ist. Ja, da sitzt man sich schön halt an den Tisch. Ja, macht eine Kerze an oder was auch immer, ja, macht schöne Musik im Hintergrund und dann packt man die Puzzle aus und dann puzzelt man. So war das früher und so ist es heute immer noch bei mir. Ja, so, dann hatte ich ein Video hochgeladen und zwar ging es da um die Eternia Minis, um die neue Wave 3. Ja, da habe ich die Wave 3 vorgestellt, die auf den Blisterverpackungen jetzt rauskommt. Habe dabei erwähnt, dass mir die Wave 1 noch komplett fehlt. Ich habe hier nur den He-Man, der 2 rechte Arme hat, ja, also ein bisschen unbeholfen, der Gute. Und habe gesagt, wenn jemand noch die Wave 1 hat, wenn jemand Doppelte hat, wenn jemand tauschen möchte mit irgendwas oder wenn ich es ihm abkaufen kann, soll er mir Bescheid sagen. Würde mich sehr darüber freuen. Was soll ich sagen, nach dem Video hat mich der Christian angeschrieben. Christian, schöne Grüße an dich. Ja, und er hat gesagt, hier, ich habe noch ein paar doppelt. Ja, ob ich ihm helfen könnte, die Wave 3 irgendwie zu bekommen, weil die Wave 3 gibt es bei ihm nicht. Leider Gottes musste ich dann sagen, dass ich die Wave 3 auch nur mitgebracht bekommen habe. Das heißt, bei mir habe ich sie auch noch nicht gefunden. Ja, hat er gesagt, okay, kein Problem. Ja, ich habe die und die hier von der Wave 1 doppelt. Wir haben uns auf den Preis geeinigt, war vollkommen okay. Ja, also er wollte jetzt keinen Gewinn machen, sondern hat die zum Selbstkostenpreis mir wieder angeboten, plus Versand halt. Und habe ich gesagt, okay, ich habe ja noch keinen davon, also nehme ich die. Und die möchte ich jetzt erstmal kurz vorstellen. Dabei aber noch einen Aufruf machen. Das heißt, wenn ihr die Wave 3 eventuell doppelt habt, wenn ihr Figuren der Wave 3 habt, die ihr nicht mehr haben wollt oder was auch immer, ja, könnt ihr mich auch mal anschreiben, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ich stelle dann gerne einen Kontakt zu dem Christian her, wenn gewünscht, ja, dass ihr vielleicht da zueinander kommt, ja, dass ihr vielleicht tauschen könnt oder der Christian kann es euch abkaufen, wie auch immer, mache ich sehr gerne. Ja, die Wave 1 kommt ja in dem Castle Grayskull
in der Castle Grayskull Blindbox. Ja, und das Schöne ist, er hat auch überall noch die Kärtchen mit dran. Ja, die sind also, hat er nicht abgemacht, finde ich sehr toll. Und ich möchte im Schnelldurchlauf jetzt nochmal die Figuren zeigen. Das heißt immer, die Waffe ist immer mit dabei und das Tütchen hat er auch mit drin. Ja. Und an der Waffe seht ihr schon, ich habe hier einmal den Man at Arms. Ja. Man at Arms finde ich sehr schön. Ich habe ja den schon aus der Wave 2 in der anderen Farbvariante. Und das ist halt hier der typische Man at Arms. Ja, guckt genauso verbissen wie He-Man. Aber wie gesagt, ich finde diese Eternia Minis einfach toll. Ja, ich finde es toll. Ich habe mein Herz daran irgendwie verloren. Dann haben wir hier den nächsten, haben wir Skeletor. Ja, Skeletor auch wieder der typische. Den habe ich in der Wave 2 auch schon gehabt, beziehungsweise in dem Pack mit dem Roton, was hier hinten steht. Ja, ist ja auch der Skeletor mit drin. Ja, also die Figuren kommen dann anscheinend öfter raus in der Variante, aber das habe ich kein Problem mit. Ja, jetzt habe ich den Wave 1 Skeletor, den Wave 2 Skeletor und den Skeletor mit dem Fahrzeug mit dem Roton. Genauso habe ich mich sehr drüber gefreut. Es ist auch der He-Man dabei und diesmal hat er auch einen rechten und einen linken Arm. Das heißt, der He-Man ist so, wie der He-Man sein sollte. Ja, auch den habe ich jetzt schon mehrmals. Wave 1, Wave 2 und mit dem Fahrzeug mit dem Road Tripper im Hintergrund. Ja, auch der wandert natürlich so in meine Sammlung. Der nächste, der kommt, auch hier wieder das Schwert mit dabei, ist Yitzu. Ja, finde ich auch eine sehr gelungene Figur, finde ich auch eine tolle Umsetzung mit seiner Karatehand, mit seiner Schlaghand. Ja, das Gesicht, die Rüstung, ja, ich zeige es mal ein bisschen näher, wenn man das gut sehen kann. Ich finde ihn richtig toll gelungen. Ja, ich finde ihn richtig klasse. Die Eternia Minis muss man mögen, muss man lieben. Diese unförmigen Körper, ja, mit diesen kleinen Beinchen. Aber wie gesagt, ich mag sie. Ich finde sie einfach klasse. So, weiter geht's. Ich habe ein schönes Paket vom Christian bekommen. Und zwar hier mit einer Axt ist Bassoff. Bassoff finde ich auch super gelungen. Ich hätte es schön oder on top natürlich noch schöner gefunden. Hätte auch noch seinen Helm dabei gehabt. Der ist halt leider nicht dabei. Aber wenn man das sehen kann, auch die Flügel hinten finde ich richtig toll. Ja, dass sie den so ausgearbeitet haben mit den Flügeln. Ja, und ich finde diese Figuren, obwohl sie so klein sind, ja, wesentlich besser ja, vom Design her, von der Ausarbeitung her, wie die Origins. Ich finde sie fast hochwertiger gemacht. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, abgesehen natürlich vom Design. Ja, also sie sehen natürlich komplett anders aus. Die Origins sind mehr Vintage angelegt, haben mehr Bewegungspunkte etc., sind größer. Aber von der Verarbeitung her finde ich halt die Eternia Minis richtig, richtig toll. Hier ist der nächste, und zwar habe ich hier einen Trapjaw. Trapjaw war ja auch in der Wave 2 in der Farbvariante und hier ist quasi der Original Vintage Trapjaw dabei. Ja, hat als Waffe, zeige ich euch auch nochmal, den Greifarm dabei. Ja, auch den werde ich jetzt noch auspacken und dann werde ich die Wave 1, Wave 2, Wave 3 schön zusammen in ein Regal präsentieren oder in ein Regal stellen, um sie zu präsentieren. So rum, gutes Deutsch. Und der letzte, den ich bekommen habe, und ihr seht es wahrscheinlich dann anhand von der Waffe, wer es ist. Ja, ich habe hier eine Axt, eine einseitige Axt. Und es ist natürlich Ram-Man. Ja, Ram-Man auch wieder in seinem Vintage-Design. Ja, auch finde ich sehr toll, finde ich sehr gelungen. Ja, schöner, kräftiger, bulliger Oberkörper, die kleinen Beinchen dazu. Aber so sehen die Figuren halt generell aus. Ja, so, und das waren sie. Das waren 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Rechnen kann ich noch, Gott sei Dank. Und somit fehlt mir eigentlich nur noch der Slime Pit He-Man von der Wave 1. Sowie immer noch von der Wave 2 der Disco Skeletor. Ja, dieser schwarz mit goldener Rüstung. Die zwei Figuren fehlen mir noch. Wenn ihr die habt, wenn ihr die loswerden möchtet, schreibt mich an, schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin über Facebook, ich bin über Instagram erreichbar. Ihr habt da auch meine Seiten. Ja, und wir werden uns da mit Sicherheit einig. So, ganz kurz, was er noch dabei gelegt hat, um das nicht zu unterschlagen, war ein schöner
Orko Aufkleber und anscheinend ist dieser Aufkleber von Morax. Hier unten steht Morax drauf. Ja. Das heißt, anscheinend hat er den bekommen oder wurde der ausgeliefert mit den Morax Cases, Acryl-Cases oder Blistern. Ja, Acrylic and Clamshell Display Box. Ja, steht oben drüber. Finde ich sehr schön, hat er mir beigelegt. Vielen lieben Dank nochmal, Christian. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, sehr netter Kontakt. Nur zu empfehlen. Ja, das nächste hatte ich ja schon erwähnt. Ich bin mit meinen Origins so weit bei, also alles, was es auf dem europäischen Markt gibt, was nicht exklusiv ist, sei es Target oder jetzt wieder Comic-Con oder PowerCon oder was auch immer, ist jetzt in meinem Besitz. Das freut mich sehr. Und es gab schon einige Reviews dazu, deswegen möchte ich die einfach nur noch mal kurz vorstellen, ja, weil ich sie in meinen Videos noch nicht präsentiert habe. Und zwar sind das die beiden neuen Deluxe-Figuren, die ich habe. Und zwar ist es einmal der Ram Man, der mir richtig, richtig gut gefällt. Ich habe mich auf diesen Origins Ram Man wirklich gefreut, ja, weil allein die Bilder waren schon richtig toll, die waren schon richtig klasse. Und als Figur macht er wirklich auch was her. Ja, hat einen Wechselkopf dabei, hat eine Wechselaxt dabei, ja, was ich auch sehr schön finde. Ja, vom Gewicht her ist es auch irgendwie eine schwerere Figur, finde ich. Ich finde es toll, dass er die Beine noch knicken kann. Ich meine, die Vintage-Figur war ja einfach ein Stück Plastik und diese Vintage-Figur hat mir früher schon, als ich sie bekommen habe, war ich so enttäuscht, wie ich sie ausgepackt habe. Das weiß ich noch wie heute, weil das einfach so ein Stück leichtes Plastik war, ja, mit der Figur, man konnte nichts machen, man konnte sie nicht bewegen, man konnte sie halt nur runterdrücken, hinten auf das kleine Hebelchen drücken, dann ist er halt hochgesprungen. Was soll ich sagen, ich war halt enttäuscht damals, ja, und diese Figur finde ich richtig toll. Ja, habe jetzt in dem einen oder anderen Video gesehen, dieser Springmechanismus funktioniert ein bisschen anders da wie bei der Vintage-Figur. Das heißt, ich stelle den einfach hin, drücke oben auf den Kopf drauf, dann rastet der unten ein. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann springt der hoch. Das heißt, dieser Federmechanismus ist nicht mehr hinten am Fuß, wo ich halt ein Knöpfchen habe, was ich drücken muss, sondern ich drücke halt nochmal auf den Kopf drauf, um den wieder zu aktivieren. Ich muss es nicht machen, ich finde die Figur so toll und guckt euch mal das Artwork an. Ja? Also hier oben das Artwork. Also ich finde es, ja, ich bringe es halt nicht übers Herz, diese Figuren auszupacken, weil die in der Verpackung, finde ich persönlich, so viel mehr hermachen. Ja, genauso die Rückseite. Ja, hier sehe ich schon wieder ein paar Spoiler vielleicht drauf. Ich meine, mittlerweile Castle Grayskull haben wir ja. Den Faker, der kommt ja jetzt demnächst auch raus. Aber ich habe hier den Faker auf dem Roton. Und das ist auch wieder ein Fahrzeug, welches ich früher, eins der wenigen Fahrzeuge, die ich früher als Kind besessen habe. Ich habe früher meistens immer nur Figuren bekommen, weil die halt auch günstiger waren. Ja, und wir hatten es mit dem Geld halt nicht so dicke. Aber der Roton war ein Fahrzeug, was ich bekommen habe, was ich auch geliebt habe. Ich fand, dass dieses Knattergeräusch cool, wenn ich halt über den Boden gefahren bin, ja, und dass das die rotierenden Blätter halt außenrum. Fand ich sehr schön, auf den freue ich mich. Ja. Und die nächste Figur aus der Deluxe-Variante, die neueste, die erhältlich ist Clamp Champ. Ja, Clamp Champ auch nochmal kurz hier gezeigt. Ist eine Figur, mit der ich persönlich auch schon aus Kindheitstagen nichts anfangen kann. Ja, diese Figur, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, die hatte kaum jemand von uns hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gab es auch gar nicht hier, weil die halt zum Schluss, also zum Ende der Line rausgekommen ist damals, wie schon die ein oder anderen Figuren gar nicht mehr in Deutschland halt oder in Deutschland auf dem Markt waren. Ja, diese Figur, er hat halt, ja, es ist wieder eine verwurstete Figur, er hat halt die Fisto-Rüstung umgespritzt. Ja, ich kann mit der Waffe nichts anfangen. Ich verstehe halt nicht, wieso er einen Wechselkopf hat, weil die Köpfe sehen sich halt fast ähnlich. Ja, wieso der als Deluxe rauskommt, ist mir ein Rätsel. Nichtsdestotrotz, er gehört dazu. Es ist eine offizielle Figur. Also die Figur ist keine sonderlimitierte, keine Ahnung was Variante, die einen Haufen Geld kostet. Die hat mich auch 18,99 € gekostet, wie es für die Deluxe-Figuren eigentlich üblich ist. Und dann kommt er halt mit in die Sammlung dabei. Hinten auch wieder Spoiler. Ninjor war ja in der Wave 4 dabei, den habe ich mittlerweile auch. Ja, habe ich auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und hier ist nochmal King Randor. Das heißt, da hoffe ich, dass der auch kommt. War ja auch eine spätere Figur. Den habe ich auch damals nicht gehabt.
aber die Figur interessiert mich wiederum. Ich weiß nicht warum, das ist was anderes wie der Clamp Champ hier. Und apropos Deluxe, ja, wie gesagt, ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, anstatt halt einen Clamp Champ Deluxe, einen Ninjor Deluxe. Weil die Deluxe-Figuren haben hier immer einen Wechselkopf dabei und wenn ihr den Ninjor habt, der Vintage Ninjor hat ja eine Stoffbekleidung gehabt, ich konnte die Kapuze abziehen, habe sie zwar wahrscheinlich nie wieder so drauf gekriegt, wie sie ursprünglich drauf war, wie ich die Figur ausgepackt habe, das habe ich leider auch einmal gemacht gehabt damals. Und die Origins-Figur hat ja keinen Stoff, Mantel und Kapuze, sondern das Ganze ist ja aus Kunststoff, ja, das heißt, sie ist fest drauf, ich kann sie nicht abziehen und da hätte ich es halt cool gefunden, wenn sie das schon machen. Wobei dieser Ninjor, ich finde den Ninjor cool, ich finde diesen Origins Ninjor richtig klasse, aber da ein Wechselkopf dabei, ohne Maske, ohne Kapuze, das wäre cool gewesen, ja, dass ich halt auch den Vintage-Kopf habe von dem Ninjor. Aber was soll man machen? Wieder mal jammern auf hohem Niveau. Ich finde es klasse, dass Mattel nach wie vor die Masters of the Universe wieder aufleben lassen hat. Mit den neuen Serien, die alle kommen, angefangen mit den Origins, mit den Eternia Minis, mit den 2 Netflix-Produktionen, wo ja auch die Figuren angeteasert worden sind. Auch dazu habe ich ja schon Videos gemacht. Ich finde es einfach toll, dass wir 40 Jahre, nachdem die Masters damals halt rausgekommen sind, immer noch Masters-Figuren haben und zwar von Mattel haben. Mattel-Politik hin oder her, ich finde es einfach klasse. So, was ich noch habe ist, ich möchte mich nochmal bedanken und möchte nochmal auf einen weiteren Kanal aus der Community aufmerksam machen. Und zwar habe ich, ich zeige es euch mal, ich habe hier Kanalsticker hier von meinem Kanal Retro-Rauner. Ja, und da hatte mich der Martin angeschrieben und hat gesagt, hier, ich finde die Sticker total klasse. Darf ich da einen von bekommen? Ich habe gesagt, natürlich, gib mir deine Adresse, dann kriegst du einen zugeschickt. Gesagt, getan. Und er hat gesagt, er möchte sich dafür revanchieren. Er hat jetzt auch Sticker von seinem Kanal. Und zwar ist er der Motu-Skipper. Ja. Martin, vielen lieben Dank. Ja, dein Sticker kam an. Schaut mal auf seinen Kanal, schaut mal rein. Ja, er präsentiert, wie der Name schon sagt, alles, was mit Motu zu tun hat. Vintage-Figuren, er stellt Figuren gegenüber und so weiter. Schaut mal in den Kanal rein. Ja, abonniert seinen Kanal, gibt den Videos ein Like. Ich finde, er macht einen richtig tollen Job. Ja, ist jetzt bei um die 40 Abonnenten, glaube ich. Und er hat schon angeteasert, wenn er die 100 Abonnenten voll hat, wird er auch ein Gewinnspiel machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, in dem Gewinnspiel wird ein Haufen geiles Zeug drin sein. Ja, schaut mal seine Videos an, da hat er schon mal angeteasert, was alles in seine Box reingepackt wird, ja, die verlost wird. Wirklich klasse. Und ich danke nochmal für den Aufkleber, der kommt an meine Community-Wand, wo schon der ein oder andere Aufkleber ist. Vielen Dank, Martin, dafür. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Rauner.